Hallo, hier ist Anne Pross. Ich habe mir heute ein Ostermotiv ausgesucht und bereits eine große Osterglockenblüte maskiert. Die seht ihr blau auf dem Aquarellpapier. Und jetzt beginne ich ganz locker noch ein paar andere Blüten anzulegen, aber nur ganz impressionistisch, nichts Konkretes. Nur, dass da eben Farbfelder zu sehen sind, die den Osterglockenblüten ähneln. Dann kann ich mir bereits die Stiele anzeichnen und die große Blüte wird vorerst ausgespart, damit ich den Hintergrund und alles andere anlegen kann. Das wird jetzt alles sehr impressionistisch und komplett locker gehandhabt. Ihr könnt auch ruhig großzügig Farbspritzer zwischendurch aufbringen in verschiedenen Farben. Das macht alles einfach locker und interessant. Und um die Blüte herum setze ich eine dunklere grüne Farbe, damit sich dann diese Blüte, die in Gelb-Orange sich darstellt, auch wirklich gut herauskommt aus dem Bild, denn sie ist der Hauptdarsteller des Bildes. Jetzt spritze ich mit Wasser aus einer Flasche, da auch noch Wasser auf, damit alles schön verläuft. Verstärke dann noch die Farbe an verschiedenen Stellen. Zwischendurch können auch eben weiße Stellen stehen bleiben. Das muss nicht komplett bemalt werden. Das ist ja gerade das Interessante bei dieser Aquarelltechnik, dass man auch mit Feldern spielt, die eben das weiße Aquarellpapier zeigen. So, nun ist das Bild getrocknet und ich kann also dieses Maskierungsfluid abrubbeln und mich daran machen, diese große Blüte zu malen. Dazu bedarf es mehrerer Farbschichten, die da aufgetragen werden. Es ist natürlich üblich, von der hellsten Farbschicht sich weiterzuarbeiten und dann immer dunkler zu werden vom Farbauftrag her. Der erste Farbauftrag ist mehr so ein Zitronengelb. Das geht dann später über in ein etwas dunkleres Sonnengelb und wird auch noch kombiniert
mit Orange und dann ganz am Schluss ein bisschen Rot mit hinzunehmen, um dann die Schatten zu malen von dieser Blüte. Jetzt bin ich dabei, diesen Trichter anzulegen von der Blüte in der Mitte. Und in diesem Trichter sind dann auch später die Stempel der Osterglocke einzuzeichnen, zu malen. Also mir macht es immer eine große Freude, wenn nach der langen Winterzeit die Sonne wieder scheint und dann kommen so nach und nach die hübschen Frühlingsblumen im Garten hervor. Da sieht man die ersten Gänseblümchen und dann eben zur Osterzeit kommen die Tulpen und Narzissen und Osterglocken und man fiebert schon dem Ganzen entgegen, weil man sehnt sich einfach nach dieser Blütenpracht, nach diesen Farben und ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß und ihr schaut mir dabei zu, holt euch Anregungen, schaut selbst euch bei euren Spaziergängen in der Natur um, schaut mal in den Nachbarsgärten vorbei, was dort für Blumen wachsen und nehmt ruhig euren Fotoapparat mit auf eure Reise, auf euren Spaziergang. Das mache ich auch immer so. Und das nehme ich dann gerne als Vorlage für meine Aquarelle und für meine Acrylzeichnungen. Da hat man dann gleich ein eigenes Fotoarchiv zur Verfügung. Ja, und dann kann es losgehen. Dann holt man sich je nach Jahreszeit gerne auch mal so ein Foto her und malt drauf los und es entstehen dann sehr schöne Kunstwerke. Übrigens sind alle meine Kunstwerke, die ich euch hier bei YouTube zeige, natürlich Unikate. Ich male so ein Bild immer nur einmal und es ist ja klar, jedes Kunstwerk ist eigenständig und ein Original. Das kann man natürlich vervielfältigen, aber ich mache das nicht, denn ich verkaufe diese Kunstwerke dann auch nur im Original. Wenn ihr mal Interesse habt, nachdem ihr vielleicht das Video angeschaut habt und sagt, ja, das Bild gefällt mir, das passt in meine Wohnung, schreibt mir einfach eine E-Mail und ich bin jederzeit für euch erreichbar. Ihr könnt mir auch Fragen stellen, wenn ihr selbst malt, zu den verschiedenen Techniken, die ich anwende. Da gebe ich euch gerne Tipps und Auskunft. Ihr braucht mich nur anzuschreiben über meine E-Mail-Adresse. Die könnt ihr hier bei YouTube auf meinem Profil lesen oder ihr schaut mal auf meiner Homepage vorbei. Dann kann ich euch gerne antworten auf eure Fragen. Und Kaufanfragen richtet ihr bitte auch an die E-Mail von mir. Vielen Dank.
So, das Bild wird immer konkreter und ich trage die letzten Farbschichten noch auf. Ja, freut euch einfach auf die Osterzeit, die demnächst kommt. Und wenn ihr Kinder oder Enkelkinder habt, dann ist diese Zeit natürlich immer gefragt und die Kinder fiebern schon nach diesen Ostertagen, um dann im Garten zwischen den Blumen, zum Beispiel zwischen den Osterglocken, dann ihre Eier zu suchen, die vorher versteckt wurden, um den Kindern eine Freude zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Kunstfreunde. Ich freue mich schon auf das nächste Mal mit euch. Eure Anne Pross.